So, ihr habt noch ein bisschen Sauerteig-Anstellgut übrig oder ganz viel vom Auffrischen? Dann gar kein Problem. Ich habe heute das perfekte Brotrezept für euch. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles, was dein Gebäck begehrt. Wir fangen auch direkt an. Ich gebe hier mein Roggenmehl und auch nochmal eben das Dinkelmehl direkt in eine große Schüssel. Ihr könnt das auch in eine Küchenmaschine später geben. Bei mir geht das ganz schnell mit der Hand. Salz und dann noch ein bisschen Zuckerrübensirup. Den könntet ihr auch durch Honig oder Zucker ersetzen. Ich finde Zuckerrübensirup immer schöner. Und dann selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser, müsst ihr ausprobieren. Oben rechts unter dem i verlinke ich euch die Informationen dazu. Nehmt nicht diese Chemie aus dem Supermarkt. Noch ein bisschen Wasser und schon kommt der Sauerteig. Ich habe tatsächlich einiges übrig vom Auffrischen. Den gebe ich daher direkt hinein. Ich habe genügend davon. Habt ihr nicht so viel? Kein Problem. Ich schreibe euch nochmal eben dazu, wie das Ganze funktioniert. Ich habe die Info auch nochmal unten unter diesem Video ganz ausführlich. Und das macht ihr dann einfach am Vorabend, lasst es stehen und macht dann am nächsten Morgen das Brot. Hier, und so einfach lässt sich das eben mit der Hand vermischen. Ist wirklich super einfach und so lecker. Heute gibt es das Paderborner Landbrot. Und ich kann euch sagen, das ist eins meiner Lieblingsbrote und geht einfach schnell. Dadurch, dass auch noch so viel Sauerteig im Spiel ist, ist normalerweise nach circa 3 Stunden der Teig fertig. Das heißt, morgens kurz anrühren, in Ruhe mal am Sonntag frühstücken und mittags das Brot backen. Und für Montag ist dann alles bereit. So, einmal kurz durchmengen. Ihr könnt sehen, super einfach. Der Teig ist klebrig. Das ist aber auch gut so, denn er ist sehr saftig und wird auch später in der Kastenform gebacken. So, ich decke das Ganze jetzt hier ab, lasse es bei Zimmertemperatur stehen und habe hier auch noch den Rest von meinem Anstellgut kurz gefüttert. Pack das eben hier in mein Glasgefäß. Ist auch super schön. Diese Weggläser sind so toll. Ich mag die sehr gerne, auch gerade für den Sauerteig. Und ich mache mir das jetzt hier absichtlich so, denn in der Metallschüssel kann ich nicht sehen, wie das bei dem Roggenbrot schön aufgeht. Dadurch, dass ich mir das Glas hinstelle, kann ich sehen, wie weit der jetzt ist, weil es ungefähr gleich ist. So, und wenn der jetzt hier fertig ist, tja, dann ist auch das Brot soweit. Das heißt, ich kann jetzt hier weitermachen. Ich habe hier eine Pfanne, eine Backform, eine Kastenform und öle die jetzt ein bisschen. Tatsächlich könnt ihr das natürlich auch mit Backpapier auslegen. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe nämlich das Brot dieses Mal kaum rausgekriegt. Hat aber dann doch noch geklappt. So, und ich bewässere mir jetzt hier meine Hand, denn ich finde, ihr könnt das auch so direkt reingeben, müsst ihr nicht unbedingt bewässern. Aber dadurch finde ich, dass die Ränder ein bisschen glatter werden. Macht ihr das nicht, kann es tatsächlich sein, dass ihr so dieses Einfüllen seht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, und dann mit ein bisschen feuchten Händen ganz glatt streichen. Denn normalerweise ist das Tollste bei diesem Brot, dass es oben wirklich ganz platt ist. Also es geht auf, aber es bleibt schön glatt und dadurch helfen diese Löcher, die ich hier mit der kleinen Gabel einsteche. Die könnt ihr auch zwischendurch immer noch mal bewässern, dann geht das da besser rein. Die Bäcker haben dann natürlich so eine Igelrolle, das klappt dann auch richtig toll. Alternativ könnt ihr es auch in der Mitte einmal mit dem Messer einschneiden, funktioniert genauso gut. Aber eigentlich wird es so gemacht. So sieht es aus. Es ist leider ein bisschen mehr aufgeplatzt, ist aber überhaupt nicht schlimm. Hier ist das nochmal, wo ich das in der Mitte zugeschnitten habe und so soll die Porung aussehen. Hier sind weitere Videos für euch zum Anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Eure Emma.